Festungspartnerschaften sind auf jeden Fall eine geile Sache und ich habe dazu auch selber bereits ein paar Guides in der Vergangenheit gemacht. Mir sind aber ein paar Punkte nochmal aufgefallen, die ich als sehr wichtig erachte, die ich nochmal separat kurz beleuchten will, damit ihr diesen Input auch habt, denn das eine oder andere ist euch vielleicht gar nicht klar, obwohl ihr wisst, wie Festungspartnerschaft läuft und das Ganze vielleicht auch auf EO10 gleich anwenden könnt. Ja, EO10 ist der neue Server. Ihr findet jetzt hier auch eingeblendet meinen Server-Startcode für EO10, den ihr gerne eingeben könnt, um mich zu supporten. Das würde mich definitiv freuen, genauso wie wenn ihr eure Pilzkäufe im Webshop mit meinem Creator-Code hinterlegt habt. Rizzle 5% Umsatzbeteiligung, kostenfreier Support für den Creator, dessen Creator-Code ihr eingegeben habt. Ist eine geile Sache. Für mich persönlich bedeutet das am Ende des Quartals eine Abrechnung für ein Giveaway und auch für eine Spendenaktion. Deshalb danke für euren Support, Leute, und jetzt geht's weiter. Hier auch nochmal wichtig zu erwähnen, wenn ihr gar nicht wisst, was eine Festungspartnerschaft ist, dann ist das Video jetzt gar nicht für euch gedacht, denn ihr solltet im Basic auf jeden Fall wissen, was eine Festungspartnerschaft ist. Das werde ich jetzt nicht mehr so beleuchten. Und der erste Punkt, der wichtig ist, dass ihr bereits einen Festungspartner habt, im besten Fall zum Serverstart. Falls nicht, habt ihr natürlich die Chance, das auch nachzuholen. Die Tipps könnt ihr trotzdem anwenden, es ist aber ein bisschen schwieriger. Also wir gehen davon aus, dass ihr einen Festungspartner habt, dann müsst ihr natürlich an Tag 1 Level 25 erreichen. Das ist heutzutage ohne Probleme möglich. Da muss man gar nicht viele Pilze investieren. Sowieso ist meiner Meinung nach eine Festungspartnerschaft nur sinnvoll, wenn man auch ein paar Pilze investieren kann zum Skippen von Festungsgebäuden. Deshalb sollte das überhaupt kein Thema sein. Beide an Tag 1 Level 25 erreichen, damit man das Festungspaket freischalten kann. Und hat man das Festungspaket, baut man natürlich die Festung auf. Kurz auch wichtig zum Festungsausbau, dass ihr genügend Gold haben solltet. Wenn euch das nicht klar ist, guckt mal ins Glücksrad. Das kann man oft gerne dazu nutzen, um den Ausbau durchzubringen. Das Glücksrad bringt dort schon mit dem Level 26 sehr viel. Vorher solltet ihr das Glücksrad bitte noch nicht gemacht haben. Da ist wichtig, dass ihr die Festung auf 7 bringt. Auch eure Minen, also Holz und Stein, bestenfalls auf 7 bringt. Und die Ritterhalle sollte nach Gildenvorgabe auch gestaffelt sein. Der Rest sollte auf 1 gebaut sein oder nach Absprache. Und da kommen wir auch zum Clou. Ihr solltet eure Festung ausbauen, identisch mit eurem Festungspartner. Beide sollten die Festung gleichwertig aufgebaut haben. Ich erkläre euch gleich nochmal, warum. Nach dem Festungsausbau kann man natürlich auch Soldaten ausbilden und Angriffe starten. Das Ganze bringt aber nur Ehrenhallenpunkte. Ja, der Ausbau von Festungsgebäuden bringt mehr Ehrenhallenpunkte und jeder Angriff gibt einen Ehrenhallenpunkt. Wichtig ist aber, dass ihr und euer Festungspartner die identische Anzahl an Ehrenhallenpunkten erreicht, zu dem Zeitpunkt, wo ihr Angriffe traden wollt. Identische Ehrenhallenpunkte-Anzahl bedeutet, ihr könnt auch leicht abweichen. Wichtig ist, dass ihr im Rang bestenfalls untereinander steht oder so gering wie möglich im Abstand seid. Das Ganze erkläre ich auch gleich nochmal später. Also ja, ihr solltet euch absprechen mit euren Angriffen und mit eurem Ausbau in den ersten Tagen. Angriffe traden könnt ihr erst, wenn euer Vollschutz aufgelaufen ist. Jeder, der die Festung startet, bekommt 2 Tage lang einen Vollschutz. Und solange dieser Vollschutz aktiviert ist, werdet ihr keine Gegenangriffe im Postfach haben. Ohne Gegenangriffe könnt ihr keine Angriffe traden. Dementsprechend macht es keinen Sinn, dies zu versuchen. Ganz, ganz wichtig. Ihr wisst ja, wann euer Vollschutz abläuft. Und wenn ihr beide an Tag 1 Level 25 erreicht habt, dann werdet ihr am Ende von Tag 3 in der Lage sein, die Angriffe traden zu können mit eurem Partner. Nach Absprache solltet ihr euch auf jeden Fall einen Zeitpunkt ausmachen. Je eher, desto besser. Deshalb bestenfalls von Sonntag zu Montag in der Nacht könnt ihr eure Angriffe traden. Und da sind auch ein paar Sachen wichtig, die ich leider selber erfahren musste. Punkt 1 ist, bevor ihr eure Angriffe tradet, am besten Fall schon an Tag 3 oder eher, ihr solltet auf jeden Fall in der Arena aus mehreren Gründen versuchen zu droppen. Schon vielleicht an Tag 2. Ja, mehrere Gründe sind zum Beispiel, dass ihr Gold einfacher farmen könnt, wenn ihr mal was braucht an den ersten 2 Tagen, ne, dass ihr euch zwischendurch droppen lässt, damit es einfacher ist. Aber vor allen Dingen solltet ihr in der Ehrenhalle deutlich unter eurem Level gedroppt sein, damit ihr, wenn ihr Angriffe traden wollt untereinander, nicht das Problem habt, dass euer Postfach mit Arena-Angriffen zugespammt wird. Ich hatte auf einem Server das Problem, dass ich tatsächlich binnen 2 Minuten nicht in mein Postfach geguckt habe und da haben mich 2 Leute random einfach die ganze Zeit angegriffen. Ihre Angriffe haben in meinem Postfach dazu geführt, dass ich die Gegenangriffe meines Partners nicht gefunden habe und das hat Gold gekostet, um die wieder reinzukriegen. Ihr habt also euren Zeitpunkt nach Absprache, wann ihr Angriffe traden könnt mit eurem Partner, neben
dem Fakt, dass ihr auf jeden Fall in der Ehrenhalle runtergedroppt sein sollt, solltet ihr auch genügend Gold zum Suchen des Gegners haben. Dazu könnt ihr ja in der Festung auf jeden Fall nach einem Gratis-Skip sehen, wie viel Gold ihr braucht für einen Skip. Dieses Gold steigt bei höherem Level und wenn ihr grob wisst, was ihr für ein Endlevel habt, seht ihr, wie teuer das Ganze ist und ihr solltet definitiv so viel Gold haben, dass ihr locker 100 Mal einen Angriff skippen könnt. Wenn das beide machen, dann ist das eine gute Voraussetzung. Wir halten also fest, wir haben genügend Gold, wir sind in der Ehrenhalle unten gedroppt und jetzt geht es eben eigentlich mit dem Trading los. Und wenn ihr darauf geachtet habt, dass ihr in der Ehrenhalle der Festung bestenfalls die gleiche Punktzahl habt oder fast identisch und im Rangbereich bestenfalls untereinander steht, dann ist die Chance, sich zu finden, deutlich höher. Ich kann euch leider keine Prozentzahl nennen, aber ich habe an 2 Servern die höhere Wahrscheinlichkeit gespürt und an 2 Servern die niedrigere Wahrscheinlichkeit. Ihr könnt euch überhaupt finden in einem Ehrenrang Abstand von 50 bis 70, glaube ich. Sorry, falls ich da falsch liege. Aber wenn ihr so nah wie möglich beieinander seid, dann findet ihr euch und ihr findet euch deutlich häufiger. So habe ich auf EU5 mit meinem Festungspartner, jeder hätte 150 Mal skippen können, mussten wir gar nicht ausnutzen. Wir haben uns 18 Mal oder so gefunden. Das war eine gute Basis für eine Festungspartnerschaft. Denn wenn man das einmal gemacht hat und das dann läuft und man seine Gegenangriffe hat, dann gibt es keine Probleme mehr, dann muss man das nicht mehr nachholen und dann fällt alles andere weg. Und wenn man die Phase erreicht hat, wo man genügend geskippt hat, wo jeder, ja, der Partner A hat den Partner B 11 Mal gefunden, Partner B hat Partner A immerhin 7 Mal gefunden, da hat man 18 Angriffe. Dann kommuniziert man, dass man alle Angriffe auf eine Seite legt, bis man keine Soldaten mehr hat und dann natürlich die Angriffe speichern, die Gegenangriffe und dann macht man sich einen Zeitpunkt aus, bestenfalls, wo man gestaffelt alle Angriffe dann auf die andere Seite schickt. Ja, wenn beide wieder Soldaten haben, dann schickt der zweite die Angriffe wieder zurück. Und wenn man noch welche übrig hat oder noch Soldaten übrig hat oder man sich zwischendurch nochmal so gefunden hat, ne, nach jedem Gegenangriff, kann man ja auch wieder in den Standardangriff reingucken, schauen, wer wird denn da angezeigt und dann kriegt man vielleicht noch 2, 3 Angriffe on top. Dann ist das die Basis für eine weitestgehend erfolgreiche Festungspartnerschaft, um die bestmöglichen Ressourcen zu finden, um den Festungsausbau so schnell wie möglich voranzutreiben. Ja, und wenn ihr das alles beachtet, dann habt ihr überhaupt gar keine Probleme zum Serverstart mit eurem Festungspartner in die Vollen zu kommen. Und wie gesagt, falls ihr erst nach ein paar Wochen einen potenziellen Festungspartner findet, weil ihr halt relativ nah an der Ehrenhalle seid, dann könnt ihr diese Tipps dann zum Festungspartnerschaft traden auch nutzen und könnt ihr auch aufbauen. Aber es ist wie gesagt schwieriger und man muss auch erstmal einen Partner finden, wo es überhaupt passt. Ja, und abschließend vielleicht noch mal ein Fakt ist, ich habe gehört, dass es wohl möglich war, auch jemanden zu finden, der nicht in der eigenen Gilde ist. Das habe ich noch nie geschafft. Also tatsächlich bin ich der Meinung, muss wenigstens einer aus der Gilde austreten, wenn ihr in der gleichen Gilde vertreten seid mit eurem Festungspartner, bevor ihr die Angriffe traden wollt. Also es macht auch nur dann Sinn, die Gilde zu verlassen. Und wenn das Traden fertig ist, erstmalig alle Angriffe auf einer Seite sind, dann kann man auch wieder die Gilde beitreten und dann kann man die Gegenangriffe auch hin und her schicken. Aber ansonsten habe ich das bisher tatsächlich persönlich noch nicht erlebt. Nagelt mich bitte nicht darauf fest, das ist nur meine Meinung dazu. Ja, ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß auf EU10. Wir werden uns definitiv in der Ehrenhalle oder wie auch immer sehen. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen Livestream. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Haut auf jeden Fall rein. Macht Tschüss und Servus, euer Basti.